Ich habe gelesen, und das ist vielleicht auch eine Sache, die uns so halb verbindet, dass du, ja, mach's dir erstmal richtig bequem. Es ist wichtig, dass du dich hier komplett wohlfühlst, dass du aus Jena kommst. Ja, ich bin tatsächlich, also ich bin Export, also ich bin eigentlich Berlinerin und dann nach Jena sozusagen ausgewandert mit meinem Papa, als ich klein war. Also Jenenserin, ich bin da aufgewachsen. Ja. Ja. Also ich komme aus Leipzig und habe in Weimar studiert und natürlich sehr viel Zeit in Jena verbracht dadurch und auch viel da aufgelegt und so im Kassa. Und Ja, das gute alte Kassa. ja, deshalb habe ich mich voll gefreut. Und ich habe gesehen, dass du mit deinem Vater, der hat in einer Band gesungen, so Surfrock. Ja. Und du warst schon von klein auf eigentlich mit ihm komplett unterwegs und in Backstage und auf Tour. Erzähl mal, wie hat dich das beeinflusst? Also als Kind hinterfragt man ja nicht so richtig, was einem passiert, so im Nachhinein. Also das überlegt man erst später. Aber als Kind fand ich es eigentlich immer ziemlich aufregend. Also wir waren dann irgendwie immer in ganz Europa unterwegs mit dieser verrückten Band in diesem Tourbus. Es war natürlich immer ein totales Chaos. Ich und diese 5 Rock'n'Roll-Musiker. Irgendwann hatte dann noch ein anderer aus der Band auch ein Kind in meinem Alter. Das war dann cool. Da hatte ich sozusagen so einen Verbündeten, mit dem habe ich dann halt immer abgehangen. Und es war mir auch immer wichtig, dass wir einmal in so einen Vergnügungspark gehen, immer auf Tour. Das war mir immer wichtig. Das heißt, wir sind dann immer in jeder Stadt, also in Brüssel, in Paris, keine Ahnung, wo wir überall waren, sind wir dann immer einmal in so einen Vergnügungspark gegangen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie cool das mein Papa fand, aber ich habe ihn immer so lange genervt, bis wir das gemacht haben. An so einem Off-Day dann einfach? Es war ja immer vormittags sozusagen frei. Die Konzerte waren ja dann immer abends und dann musste immer tagsüber in so einen blöden Vergnügungspark gegangen sein. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Rollercoaster bestiegen, als ich noch ganz klein war. Ja, so mit 8. Ich habe da so ganz viele Kindheitserinnerungen, dass ich da immer auf die größten drauf wollte und so. Ja, das ist so ein bisschen... Ist das noch ein Ding für dich? Nee, mittlerweile hasse ich es. Hä, wie krass ist denn das? So geht es mir nämlich auch. Ich habe das geliebt als Kind, dann habe ich ganz lange in einem Freizeitpark gearbeitet und ich bin super viel Rollercoaster gefahren und jetzt kann ich es nicht mehr. Ich hasse das. Ich hasse es auch. Ich würde da gerade... ich habe überhaupt keine Motivation, da einzusteigen. Ja. Null. Aber es ist doch schön, dass du es in guter Erinnerung hast. Und was würdest du sagen... Ist es so ein klassisches, das wurde dir dann auch in die Wiege gelegt, dass du irgendwann selber rumtourst und Musik machst? Oder? Also tatsächlich ist es schon so gewesen, dass, also meine Oma ist Gesangslehrerin und die war auch in Weimar, lustigerweise, die war dort auch Lehrerin für Gesang, für Musik, ich glaube an dieser Uni. Ja, genau. Ja. Und die war so ein bisschen der strenge Part in meiner Familie. Mein Vater war dieser verrückte Rock'n'Roll-Typ. Was war das für eine Band? Los Banditos heißen die. Das ist eine richtig coole Surfrock-Band, Werbung. Nein, also ich finde die auch immer noch richtig geil. Die haben auch ganz lange noch einmal im Jahr im Bassi-Club gespielt. Das ist ja jetzt leider nicht mehr, aber ist wirklich eine super coole Band. Genau, und meine Oma war eben aus dem klassischen Gesang und sehr diszipliniert und die war extrem hinterher, dass ich halt ein Musikinstrument lerne und deswegen habe ich dann natürlich relativ früh Saxophon gelernt und Klavier. Genau. Und spielst du noch? Ich spiele beides immer noch, also Saxophon nicht mehr so viel. Ich habe ja am Anfang auch immer zu meinen Sets Live-Saxophon gespielt, aber irgendwann war ich dann immer sehr frustriert, weil oft irgendwas mit der Technik war und auch in den Clubs hat es auch immer nicht so richtig gepasst. Ich bin ja auch selber eine richtige Raverin und ich mag das auch selber immer gar nicht so gerne, wenn da irgendwie so Instrumente rumdudeln. Same. Deswegen habe ich es dann irgendwann einfach weggelassen und es hat lustigerweise wirklich vielleicht einmal noch mal jemand danach gefragt. Ich habe es so 4 Jahre gemacht und dann einfach nicht mehr mitgenommen. Und aber spielst du noch auf Tracks oder auf Produktionen oder so? Tatsächlich arbeite ich gerade an einem Album, wo ich auch Saxophon mit benutzen werde, aber man wird es wahrscheinlich nicht so sehr erkennen. Also ich habe auch überlegt, ob ich so ein bisschen mehr Jazzy werde, so. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also du würdest es auch entfremden? Und ja, ich würde es auf jeden Fall entfremden, durch verschiedene Dinger durchschießen. Ja. Aber so ein pures Saxophon ist gerade nicht so nah an mir dran. Klavier schon eher. Ich habe jetzt irgendwie angefangen, auf so ganz viele Instrumente Autotune drauf zu hauen. Und das ist voll geil, weil irgendwie, ich weiß nicht, es klingt halt irgendwie Magic. Ja, aber das nur nebenbei. Ich würde gerne mal wissen, wie das Saxophon auf Autotune klingt. Das muss ich mal ausprobieren. Also ich schieße immer alles durch Space Echo. Okay. Das ist so mein Ist es ein analoges oder ein... Ja. So ein Pedal? Nee, das ist so ein Roland, das ist so eine Maschine. Das ist auch das, womit Nils Frahm auch viel arbeitet. Das ist echt ein geiles Ding. Ja, okay. Habe ich meinem Vater abgezogen, voll der gute sozusagen. Und jetzt ist ja Jena auch trotz der Kulturstätten und auch trotz
vieler musikalische Einrichtungen jetzt nicht die Stadt, wo so DJs exportiert werden am laufenden Band. Trotzdem hast du dann irgendwie 2016 schon angefangen, so krasse Gigs im Ausland auch zu spielen und bist viel rumgekommen. Wie ist das passiert? Also das sind wirklich teilweise so schräge Geschichten, wie ich an meine Auslandsgigs damals rangekommen bin. Ich will sie alle hören. Okay, also die eine Geschichte, da war ich in Kalifornien, in den Bergen im absoluten Nichts. Und da war ich mit 3 verrückten Leuten irgendwie in so einer Farm. Keine Details. Und, und der eine hat mir dann erzählt, dass er aus Mexiko-Stadt kommt. Und dann habe ich halt gesagt, so, okay, geil, Mexiko-Stadt, da wollte ich schon immer mal hin. Sag mal, kennst du da zufällig einen Promoter? Und er so, oh yeah, my ex-boyfriend, like he's doing like the biggest queer party in whole Mexico City. Und ich war natürlich so, okay, geil, ich würde natürlich mega gerne spielen. Und der hat es dann tatsächlich klar gemacht. Ich habe dann tatsächlich dann auf dieser krassen Party gespielt, Pervert MX, die krasseste Party, auf der ich je war, glaube ich. Wahnsinn, übelst, richtig, richtig verrückt. Und mein Ex-Freund ist aus Guatemala. Und der hatte eben, also mit dem war ich eben immer 3 Monate vom Jahr in Guatemala und der hat mir dann dort immer meine Touren klar gemacht und dann habe ich irgendwann im Wintergarten gespielt und da war dann auch irgendwie einer aus Zentralamerika da, die Gigi hieß die genau und die hat dann gesagt so morgens um 9 so im Wintergarten, wo du auch denkst, alles was hier jetzt gesagt wird nie passieren. Ist eine Lüge und hat sie mir gesagt, ja, ich hole dich nach Panama, ich mache dir eine Tour und keine Ahnung und sie hat es auch in der Tat gemacht. Sie hat mich dann nach Panama geholt, dann war ich da irgendwie auf Guatemala-Tour, Mexiko-Stadt und Panama und alles so richtig random, so richtig so gar nicht über irgendeinen Booker oder irgendwas, sondern einfach nur so zugeflogen. Ja. Und die Kontakte habe ich tatsächlich auch bis heute, also ich spiele auch heute noch teilweise in den Locations von damals und bin mit allen immer noch gut im Gespräch. Ja. Mann, das klingt nach einer übelst aufregenden Reise, die du die letzten Jahre hinter dir hast. Und um noch einmal so auf Jena zurückzublicken, setzt du dich trotzdem im Nachhinein noch viel mit deiner Ostvergangenheit auseinander oder spielt es für dich gar keine Rolle, wenn du so viel international unterwegs bist? Also ehrlich gesagt bin ich immer noch oft in Jena. Bei meinem Papa und bei meiner Oma und ich liebe diese Stadt und ich glaube, wenn ich jetzt nicht familiär so stark an Berlin verkoppelt wäre und auch von den Freunden und Freundinnen und so weiter, würde ich mir vielleicht sogar echt überlegen, da nochmal hinzugehen. Ich finde es so geil in Jena. Krass. Oder? Ist doch schön da. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, nach Leipzig zurück, aber ich habe irgendwie vor ein paar Jahren nochmal angefangen, mich so mit meiner Jugend da auseinanderzusetzen und viele Sachen, die ich so als selbstverständlich angesehen habe, auch in Bezug auf Rassismus, Sexismus, die Wahlergebnisse und auch was in der Jugend so abging, dann doch nochmal das so differenziert zu betrachten. Weil ich bin schon natürlich damit aufgewachsen mit der Wiedervereinigung. Ne? Wir haben jetzt hier am 3.10. Tag der Wiedervereinigung und so. Und irgendwie lässt mich aber dieses Thema gerade nicht los, da nochmal viele Sachen aufzurollen und auch so ein paar Sachen, die ich, glaube ich, vergessen habe aus meiner Jugend. Und dann habe ich irgendwie viel Literatur dazu gelesen und so. Und manchmal sind auch noch Leute aus der Musikindustrie so, krass, du hast auch Osteltern, erleben wir gar nicht so oft und so. Und ich finde es immer so spannend, andere Perspektiven aus dem Osten von DJs zu erfahren. Also ich muss dir total zustimmen. Meine Jugend in Jena war sehr schwierig. Ich war für Jena, glaube ich, immer so ein ganz kleines bisschen zu viel. Also ich hatte da echt Probleme. Ich hatte dann auch relativ schnell halt so einen Ruf, wie man halt den so hat in so einer kleinen Provinz. Da hat man dann irgendwann so einen Ruf. Also so viele Leute haben irgendwie einen schlechten Ruf. Ich hatte auf jeden Fall einen sauschlechten Ruf in Jena. Ich war jetzt wirklich gar nicht beliebt. Und ich war auch, glaube ich, eine komische Teenagerin, ein bisschen zurückgezogen und so, wie man halt so sein kann als Teenager. Und irgendwie, bin ich ja auch mit 18 dann schon komplett nach Berlin gegangen. Und ich sag mal, da gab es auch viele Gründe für. Also ich hatte dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch mit Jena abgeschlossen. Aber jetzt finde ich es irgendwie wieder nett. Aber natürlich, verstehe ich. Also Kleinstadt ist immer komisch auch. Aber ich kann das auch verstehen. Also ich finde auch, keine Ahnung, irgendwann würde ich vielleicht auch nach Leipzig zurückziehen und es ist auch wirklich eine schöne Stadt. Und ich habe auch gerne in Weimar studiert, so ist schon
hat auch alles seine schönen Seiten. Und du bist ja dann nach Berlin gezogen und ich habe gelesen, dass du dann viel so in der Underground-Rave-Szene verankert warst, auch selber Sachen veranstaltet hast. Ja, ja. Was ist da für dich die Magie gewesen? Also ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, so Partys zu schmeißen. Also ich glaube so 2013, also da habe ich noch gar nicht selber aufgelegt. Und ich glaube, ich fand es immer besonders schön, so als Kollektiv sowas gemeinsam zu schaffen. Und es hat sich auch immer so unfassbar wichtig angefühlt damals, so eine Party zu machen, obwohl es ja eigentlich nur eine Party ist. Also jetzt so im Nachhinein, wenn man jetzt da drauf guckt, aber in dem Moment war man da irgendwie so drin und es war alles so aufregend und dann haben wir uns so mal kleine Spiele ausgedacht und Geschenke für die DJs und irgendwie so ein paar Überraschungen und so und wir fanden das damals richtig cool. Wurde das oft aufgelöst? Ehrlich gesagt, ich glaube, einmal an Silvester wurde es aufgelöst, da war ich aber selber gar nicht dabei, Okay. also da war ich nicht da. Ja. Genau, und sonst war es eigentlich immer ganz okay, aber das war auch noch eine andere Zeit. Also das ist ja jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, 9 Jahre Okay, her, krass. da können wir jetzt schon fast wieder nostalgisch werden. Da gab es ja noch Open-Air-Freiräume und Ja. Orte in Berlin, die jetzt nicht sofort aufgelöst wurden. Ja. Ja. Es sind auch Leute aus Jena hier im Chat und ja, können damit komplett relaten, was du sagst. Liebe Grüße an euch nach Jena. Und wir hatten noch ein paar Fragen aus dem Chat. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Poffelkopf fragt, was hast du alles auf deinem Rider? Liebe die Frage. Also das ist total lustig, weil auf meinem Rider steht gar nicht so viel drauf. Da steht nur eine Flasche ordentlicher Wodka und so ein paar Flaschen wir den hier? Sprudelwasser und Zitronenscheiben. Das steht auf meinem Rider drauf, aber meine Agentur hat lustigerweise mal den Fehler gemacht und mir was von einem anderen Künstler auf den Rider drauf geschrieben und zwar irgendwie so 2 Gramm Weed oder so. Das war dann so geil, weil dann irgendwie irgendjemand dann was da mitgebracht hat und ich kiff gar nicht. Und er hat dann immer wieder betont, er hat dieses Weed immer wieder. Und ich Okay, dachte, danke. Was ist mit ihm? Warum erzählt er mir immer wieder von seinem scheiß Weed? Irgendwann war er dann so, naja, das steht doch in deinem Rider. Und ich war so, ach so, keine Ahnung. Und war irgendein ganz anderer Rider bei dem. Und er hat das immer so betont. Ja. Ich habe so richtig tolles Weed, das war in der Schweiz. Okay, So. wahrscheinlich so Eigenanbau. Oh Mann. aus Ja, dem der hat es Garten. immer wieder betont, wie toll sein Weed ist. Und ich dachte halt so, was für ein Freak. Was will er denn? Aber gut, dass sich das aufgelöst hat. Ich hatte mal mit einer DJ aus New York aufgelegt. In Hamburg war das. Und sie hatte auf ihrem Rider immer 2 lokale Rubbellose stehen. Und ich fand das so witzig, weil ich glaube, manchmal schreiben Leute das da nur hin, um zu testen, ob die BookerInnen das lesen. Und sie hatte das aber draufgeschrieben, damit sie im Fall eines Gewinns das mit dem ganzen Personal teilt. Und das fand ich voll die süße Idee. Und es gab tatsächlich 2 Rubbellose und wir haben nichts gewonnen an diesem Abend. Eine andere Frage noch. Legst du im Sommer, also so auf Festivals und so, anders auf als im Winter, wenn so Clubs und dunkel, also sind deine Festivalsets anders als deine Clubsets? Also meine, das klingt jetzt total blöd, aber meine Sets sind eigentlich immer anders, weil ich ja schon finde, dass man als DJ ja auch irgendwie so eine Art Dienstleistung auch vollzieht. Und wenn ich jetzt irgendwie in einem Hausflur auflegen darf, dann spiele ich da natürlich jetzt kein Techno-Set oder so, auch wenn ich vielleicht mich eher gerade so ein bisschen nach Techno fühlen würde oder so. Also ich gucke immer genau, wie ist das Setting, wie ist so die Stimmung im Raum. Und es ist ja auch, glaube ich, das, was man als DJ auch machen sollte, zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade und dann irgendwie das halt einzufangen halt. Also deswegen kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, was ich spiele. Also klar spiele ich tagsüber ein anderes Set als nachts und ich spiele auch im Club ein anderes Set als auf einem Festival. Aber es kommt auch immer drauf an. Also Ja. es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja, Aber ist doch gut. Ich Ja. finde das trotzdem eine sehr schöne Frage übrigens. ja, es ist wirklich eine Ich schöne wollte auch noch Frage. von den Leuten im Chat wissen, wenn das jemand reinschreiben will, ob ihr euch je was beim DJ gewünscht habt und was euer letzter Wunsch war. Bitte schreibt das mal rein, ich sammle das und dann reden wir da nochmal drüber. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, du hast ein eigenes Label gegründet, auch Ja. schon vor einigen Jahren, Midnight Ja. Operators. Genau. Da hast du auch verschiedene Signings drauf. Was hat es mit dem Label auf sich und warum hast du das überhaupt gegründet? Also das Label haben wir ja gegründet, als die Pandemie gerade sozusagen angefangen hat.
Und ich glaube, hauptsächlich wollte ich gerne dieses Label haben, um unkompliziert auch Musik rauszubringen von mir selber und auch von meinen Freundinnen, die jetzt vielleicht nicht auf Major-Labels gesigned werden, weil die teilweise komische Musik machen oder nicht so massentaugliche Musik, sage ich mal. Ne? Und dann, ich finde die Musik aber trotzdem geil und ich finde, dass es trotzdem wert ist, sie zu veröffentlichen. Und deswegen ist es für mich so eine Art Herzensprojekt, für meine Freundinnen und für mich und halt auch für andere KünstlerInnen, wo ich halt das Gefühl habe, so hey, komm, die supporten wir jetzt mal ein bisschen. Und ich finde es auch einfach schön, da so kreativ zu werden, auch mit unserem Designer und so. Also mir macht das total viel Spaß und es gibt mir auch voll viel Freiheit. Voll schön. Hast du so einen Go-To-Wunsch, wen du gerne mal signen würdest? Es ist rein hypothetisch die Frage. Also wow, okay, also das ist natürlich sehr schwierig. Also ich bin natürlich schon ein Fan von vielen Producern. Also Baldo finde ich gerade ziemlich geil. Also es gibt schon viele fette Produzentinnen gerade. Aber das ist ja gar nicht so das, wonach ich suche. Also ich habe ja gar nicht Lust, jemanden zu signen, der schon so ein richtiger Produzent so bekannt ist oder so. Ich arbeite lieber mit Leuten, die noch nicht so bekannt sind.